Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ich habe ein bisschen umdekoriert, deswegen ist das alles noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen rumrödeln und umstellen und alles, ja. Willkommen bei Pitted Studio TV. Mein Name ist Björn. Jenny. Und wir haben Zuwachs bekommen, aber dazu später mehr. Was ist denn das Thema heute? Heute ist das Thema falsche Erwartungshaltung, also Wrong Expectations. Aha. Mhm. Oh. Ja, genau. Ich hatte nämlich Folgendes gedacht. Es gibt so zwei verschiedene Arten, mit der Erwartungshaltung der Community umzugehen. Das ist euch bestimmt auch schon öfter mal begegnet, wenn ihr zum Beispiel Marketingkampagnen von irgendwelchen Spielen schaut oder sowas in der Art. Das eine ist nämlich, ich versuche das mal kurz zu skizzieren, Ja. wenn zum Beispiel jemand ein Spiel macht und man denkt, boah, ich habe jetzt ein Spiel und ich möchte das jetzt an irgendwelche Leute verkaufen. Dann möchte ich ja möglichst viele Menschen erreichen. Also, dass ganz viele Menschen wissen, dass es dieses Spiel gibt und es dann im besten Falle auch kaufen. Ja. Um das zu erreichen, gibt es so dieses, wie soll ich das nennen? Ich nenne das jetzt einfach mal selbst erfundenerweise so eine Art Übermarketing. Das heißt, man macht im Grunde genommen ein Marketing, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Das bedeutet dann aber auch, dass man manchmal ein bisschen übertreibt. Zum Beispiel, indem man Trailer baut, die viel pompöser sind, zum Beispiel als das Spiel selber. Oder es gibt irgendwie auch, was weiß ich, für Handyspiele habt ihr bestimmt schon oft gesehen, die sind dann so, das sind da so clickbaitige Werbekampagnen. Man denkt, oh, was ist das denn? Klickt da drauf und dann hat man auf einmal was völlig anderes, als man eigentlich dachte und solche Sachen. Und damit, leider ist das so, erreicht man halt besonders viele Menschen. Aber vielleicht mit Clickbait. Mit Clickbait, ich tu mal so, als wäre es größer, schöner, schicker, toller als es ist. Ja. Und dann habe ich möglichst mehr, also dann habe ich beim Marketing einfach mehr Tamtam gemacht. Und ihr ahnte schon, die gegenteilige Kampagne würde dann bedeuten, nee, das ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil wenn Menschen dann merken, dass es doch nicht so hübsch ist, doch nicht so das Thema, was da angesprochen wurde oder was weiß ich, das CGI passt überhaupt nicht zum Gameplay und so weiter und so fort, dann sind Menschen manchmal auch enttäuscht oder grantig. Und um dem vorzubeugen oder um vor allen Dingen das Publikum zu bekommen, das auf mein Spiel zugeschnitten ist, gäbe es dann die Variante zu sagen, Mensch, ich versuche das gar nicht erst, ich versuche sondern nur die Leute zu erreichen, die hoffentlich auch genau das wollen, was mein Spiel ist. Und man merkt dabei schon, das würde im Grunde genommen auch das Risiko bedeuten, dass man, also erstmal muss man wissen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Ja, was für Leute wollen denn überhaupt mein Spiel spielen? Ja, was für Leute wollen unser Spiel spielen? Ich habe keine Ahnung. Doch, ihr natürlich. Also ein bisschen schon, ne? Ja. Genau, also das ist auch wieder was Spannendes, ne? Also unser YouTube-Publikum zum Beispiel ist ja nicht zwingenderweise das Gleiche, was unser Spiel toll findet. Ja. Also es gibt auch Leute, habe ich mir sagen lassen, die hier einschalten, nur um uns quatschen zu hören. Ach so. Yay! Vielen Dank dafür, das ist herrlich. Und ja, das ist auch Support. Ja, das ist Support, auf jeden Fall. Dankeschön. Trotzdem hat man dann die Aufgabe, irgendwie sein Spiel irgendwie so, möglichst so zu beschreiben und so auf den Punkt zu bringen. Genau, also man müsste im Grunde genommen schauen, dass man den Content, den man hat, also das Spiel und die Inhalte so anpasst, dass man guckt, dass man quasi kein Fehlmarketing macht. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, vielleicht so als Beispiel passend auf Kralon. Wir haben am Anfang immer gesagt, wir verkaufen einen Dungeon Crawler. Und das stimmt ja auch. Das machen wir auch. Es ist ein Dungeon Crawler, aber kein Dungeon Crawler, wie das einige vielleicht spielen. Sowas wie Diablo oder so. Das ist ja was anderes jetzt. Ne? Das ist ja auch ein Dungeon Crawler. Ja, oder Dungeon Keeper. Ja, Dungeon Keeper finde ich auch schön. Ja, gut. Das ist ja schon eher ein Dungeon Strategiespiel. Aber ja, natürlich, klar. Okay, also stellt euch vor, man hat jetzt so einen Dungeon Crawler. Dann haben einige eine Vorstellung irgendwie, dass es irgendwie so ein Top-Down-Spielchen ist, wo man die ganze Zeit grindet irgendwie und Sachen sammelt. Und andere haben irgendwie wieder eine völlig andere Vorstellung davon. Und
Unsere Aufgabe ist es dann zu sagen, ja, unser Spiel ist quasi so ein Immersive Sim Dungeon Crawler, also tendenziell eher so, haben wir uns gedacht, das kommt am nächsten dran, wie so ein Arx Fatalis. Das ist also nicht Top-Down, es ist First Person, man läuft da rum irgendwie und es hat verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Genres auch. Einige Leute haben es zum Beispiel mit Amnesia verglichen, weil es ein paar gruselige Elemente gibt, die in die Richtung gehen. Aber das macht es auch nicht unbedingt aus, sondern das meiste ist bei uns auch so Exploration, ein bisschen Adventure. Story und solche Sachen. Sachen untersuchen, Dinge finden. Ne? Genau. Ja. Quests lösen. Ja. Mit Leuten quatschen. Ja. Genau, sowas in der Art. Und darum... wenn man jetzt sagt, man versucht nur das Publikum zu bekommen, was diese Art spielen mag, dann engt man natürlich auch seine Marketingkampagne entsprechend ein. Ja. Ne? Das heißt, man läuft dann quasi Gefahr, dass man von weniger Menschen gesehen und wahrgenommen wird, hat dann aber den Vorteil hoffentlich, ja, dass die Menschen, die sowas mögen, dann auch diejenigen sind, die sich angesprochen fühlen. Bei uns gibt es noch die Besonderheit, dass es viele Menschen gibt, die ja unsere Vorgängerspiele, also die Spiele, die wir vorher gemacht haben, gerne mögen. Und dass es da eine gewisse Schnittmenge gibt, aber auch eine, die keine ist. Ja, also wir machen jetzt ein bisschen was Neues. Zum Beispiel Ego-Perspektive. Früher haben wir immer Third Person gemacht, jetzt ist alles ein Ego. Ja, Look and Feel ist sehr, sehr ähnlich artverwandt, aber es ist halt Ego-Perspektive. Und es ist in einem Dungeon. Und es ist, also so ein paar Sachen sind schon anders. Ja. Außerdem machen wir ein Indie-Game. Ja. Das heißt also, die Größe ist auch kleiner als das, was wir normalerweise gemacht haben. Und da gibt es so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Ansonsten haben wir sehr viel von unseren alten Spielen mit drin, was wir sonst auch immer gemacht haben. Aber es ist natürlich so, dass Menschen eine gewisse, wie hast du gesagt, Erwartungshaltung haben der Sache gegenüber. Genau. Und die müssen wir natürlich jetzt, was macht ihr denn da eigentlich? Und jeder, der uns fragt, was ist denn das für ein Spiel, da muss man erstmal ausholen. Ne? Das ist natürlich schon sehr viel zu tun. Jedes Mal, wenn wir solche Aufnahmen machen, lesen wir nochmal komplett quer durch die ganzen Kommentare auf YouTube, auf Discord und so weiter und gucken, was ihr so gefragt habt, was ihr so gesagt habt, um uns nochmal auf den Stand der Dinge zu holen und neue Fragen zu sammeln und so weiter. Und dabei ist es halt aufgefallen, dass ein paar Leute Sachen quasi irgendwie gefühlt als gesetzt sehen, die jetzt gar nicht mehr gesetzt sind. Das ist eines dieser schönen Beispiele. Das heißt, wir haben in dem Fall auch noch eine Sondersituation. Beispiel hatte jemand geschrieben, wenn ihr immer so große Städte macht, dann ist das vielleicht irgendwie gar nicht so gut, wenn alle Quests geballt sind in so einem großen Areal. Irgendwie könnt ihr das nicht irgendwie entzerren. Und wir sind dann gedanklich schon völlig woanders, weil in dem aktuellen Spiel, was wir machen, so eine Art große Stadt ja gar nicht angedacht war, sondern eher so kleinere Hubs, in denen man spielen kann. Und dann wäre die Antwort, ja klar. Eher Dörfchen. Haben wir vor. Ja. Aber trotzdem ist das nicht so eine ganz korrekte Antwort, weil haben wir vor, würde ja implizieren, dass man das, was man vorher hatte, anders platziert. Aber das ist ja nicht ganz richtig, weil das komplette Indie-Game ja komplett anders ist. Insgesamt kompakter, insgesamt anders aufgebaut, kleiner, sehr viel puristischer als vorher. Und deswegen ist das eine logische Konsequenz, dass man dann auch Hubs anders verteilt. Das heißt, das Pacing ist ein anderes. Das ist sehr viel weniger konzentriert auf eine Stelle, quatschen. Ja. So, sondern quatschen, ja, aber dann auch wieder was anderes machen. So. Und das ist damit gemeint. Du sagst immer, in allen 4 Ecken soll Liebe drin stecken, ne? Das gilt für Fotos und Grafiken und Bilder und das, was auf dem Bildschirm passiert, ne? Aber das gilt auch fürs Pacing, auf jeden Fall. Ja. Im Grunde genommen bemühen wir uns darum, also den Level so zu gestalten, dass es immer mal wieder was Neues zu entdecken gibt, immer mal wieder irgendwas anderes zu spielen gibt und so, und dass es möglichst interessant bleibt. Das ist überhaupt immer so eine Herausforderung. Das ist ein alter Poesiealbumspruch. Ja, stimmt. Ich habe den auch. Den kennst du auch noch, ne? Ja, ich hatte in der Grundschule auch ein Poesiealbum. Wow. Heutzutage macht man das gar nicht mehr, ne? Hat irgendeiner von euch noch ein Poesiealbum? Unsere Tochter, die hat mal meine Schulkollegen, meine Freunde in der Schule, sowas, ne? Das ist noch gängig. Ja. Aber das ist immer so ein ist auch so ähnlich.
Ich fand eigentlich persönlich das Poesiealbum schöner, weil es war blanko und man konnte sich selbst ausdenken, was man jetzt da eintragen möchte. Das kann eine kleine Geschichte, ein Gedichtchen, es kann etwas Gemaltes oder etwas irgendwas Kreatives sein. Wir hatten viele Sticker. Aber diese Schulfreunde-Bücher, die sind immer so, was ist deine Haarfarbe, was ist deine Augenfarbe, was ist dein Lieblingstier und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendwann, weiß ich nicht, 40 bin und ich gucke in mein Schulfreunde-Buch, dann sind diese ganzen Dinge einfach überhaupt nicht mehr relevant. Aber ein schöner Spruch vielleicht schon. Mhm. So wie dieser. Finde ich schon, ja. Ja. Meine Lehrerin hat mir einen Spruch aus Der kleine Prinz aufgeschrieben. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. War das der Kerl, der immer irgendwie in den Sonnenuntergang ging, immer den Stuhl weitergestellt hat? Ja, genau. So einen kleinen, ja. Auch gelesen. Lese ich gerade mit der Maya. Ja. Finde ich total schön. Ja, genau. Also, wir versuchen auf jeden Fall immer mal wieder Dinge zusammenzufassen, die unser Spiel ausmachen und euch auf die richtigen Pfade zu leiten, damit ihr möglichst ganz genau wisst, was ihr bekommt, bevor ihr eine Entscheidung treffen müsst, ob ihr es haben möchtet oder nicht. Das liegt uns sehr am Herzen, hat auch viel mit Transparenz zu tun. Ja. Ne? Wir versuchen ja sowieso transparent zu sein und manchmal ändern sich Sachen auch noch, wenn man Feedback bekommt. Und dann am Ende machen wir so quasi so ein in a nutshell. Das heißt, wir versuchen dann möglichst nochmal einen Überblick zu geben. Genau, einen Überblick zu geben. So, das ist das Ding, was ihr kriegt. Und wir glauben, mit unserem Wording mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden zu haben, dass man sich auch schon was darunter vorstellen kann. Wir haben eine Trophy-Box, ja. Und die guckt nämlich schon so böse die ganze Zeit da von der linken Seite, rechten Seite, keine Ahnung. Das ist Edeltraut. Ja. Das ist eine Ratte aus unserem Spiel, ja. Ausgedruckt und fertig gemacht und bemalt und mit Augen und so weiter von Dino Shop Nerd Stuff. Anja und Marco, vielen Dank, ja, für dieses Monstrum hier, was wir schon auf der RPV, auf der Roleperverse präsentieren durften. Das heißt, da haben wir Menschen mit eingefangen. Das ist ein Blickfang. Ne? Das ist im Grunde genommen so unsere dämonische Standardratte am Anfang, ja, in unserem Dungeon so. Ne? Das ist also Rollenspiel fangen ja immer mit Ratten an und so und oder oft. Und das ist unsere Ratte und vielen Dank. Das ist wirklich eine tolle Trophäe und die ist jetzt Bestandteil unseres Studios hier. Und deswegen mussten wir so ein bisschen umdekorieren, so ein bisschen weiter nach hier rücken. Und ja, sonst hättest du den Kopf dort. Und ja, genau. Würde auch gehen, aber guck mal, wir pendeln uns ein. Ne? Weil da bist nicht mehr Platz. Die ist nämlich ziemlich groß. Die dicke Ratte, ne? Und ja. Mhm. Also man kann bei Anja und Marco im Shop auch Sachen bestellen tatsächlich. Könnt ihr mal ein bisschen gucken. Die machen sowas nämlich öfter und wir möchten gerne die Edeltraut auch mit auf die Gamescom nehmen und auch da unterstützen uns Anja und Marco. Wenn ihr also sehen wollt, wie Edeltraut in Real Life aussieht oder wie unser Stand überhaupt aussehen wird auf der Gamescom, dann dürft ihr gerne vorbeischauen. Wo wir uns genau befinden werden, ist noch nicht ganz klar. Das werden wir natürlich euch wissen lassen, sobald es eine vernünftige Standnummer gibt und wir wissen, wo wir sind. Dauert nicht mehr lange. Wunderbar. Hast du eine Community-Frage? Ja. Es hat jemand gefragt, habt ihr eigentlich einen Plan B, wenn das Spiel nicht gut ankommt? Habt ihr genug Erspartes oder Investoren oder ein Funding für weitere Spiele, wenn es nicht klappt? Oh. Ach, wir sind eigentlich guter Dinge, dass das klappt so für uns auf jeden Fall, weil wir sagen, wir möchten auf jeden Fall dieses Spiel machen. Und das haben wir total Bock drauf. Das ist einfach so ein Herzensprojekt auch, ja. Natürlich hängt da auch unsere Existenz mit dran, ein Stück weit, aber ob wir danach dann weitermachen, so wie wir jetzt machen, hängt tatsächlich
schon ein Stück weit vom Erfolg des Spiels ab. Also da würden wir jetzt lügen. Also das ist schon so. Aber momentan, dank euch, sieht das eigentlich ganz gut aus. Und wir hoffen, dass das so weiterläuft. Dann, also wir haben noch eine ganz weite Strecke vor uns, euch zu erreichen, eure Erwartungen zu erfüllen, auch am Ende des Tages und auch die Sachen in den richtigen Bahnen zu lenken. Aber ja, der Plan A ist, wir machen Computerspiele, bis wir alt und grau sind. Und das verfolgen wir auch mit unserem ganzen Können und das, was wir halt möchten. So. Und Plan B haben wir uns noch gar nicht überlegt. Den gibt's noch gar nicht. Genau, im Grunde genommen gibt's den ja immer, weil es gibt Optionen, die man aber nicht ziehen will jetzt gerade. Nee. Ja? Also, was weiß ich, mein Plan Z ist zum Beispiel, ich bewerbe mich wieder als Sozialarbeiterin. Mein Plan Z wäre es, ich arbeite als Lehrer irgendwo. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil da gibt's ja noch ein paar Ja. Buchstaben dazwischen und andere Optionen, die man ziehen kann. Es gibt immer Optionen im Leben, Ja. die man ziehen kann. Und das hier ist jetzt Plan A und dann würde man sich halt was Neues überlegen. Aber das machen wir natürlich nicht jetzt, weil jetzt arbeiten wir an Plan A und sind optimistisch. Cool. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche hoffentlich wieder hier, wenn es heißt Edeltraud und Björn und Jenny. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das Ding ist ganz schön groß, ne? Ja, in der Vor allem Tat. hat den dicken Hintern, ne? Die sieht stark so hier raus, ne? Das ist schon schön, ja, cool.